leid. Ich habe gestern mal angefangen, das Brot, das schon offen war, anzufangen zu essen. Und das Interessante ist, ich habe das beim See Isue, quasi einen Tag vorher bekommen von dieser älteren Dame, wo ich im Garten geschlafen habe, von der Oma quasi. Und das war schon angefangen und es ist nicht schlecht. Und ich frage mich tatsächlich, was da drin ist, dass das einfach nicht schlecht wird. Naja, gut für mich, schlecht für, weiß ich auch nicht, vielleicht mein Körper. Ja, was ich nämlich vergessen habe zu erwähnen ist, dass das schon 4 Wochen her ist. Und das ist das, was mich wundert. Hat noch ein bisschen frische T-Shirt, muss ich sagen, so auf der Abfahrt im Schatten. Na toll, Berg und 8%. Oh. Naja, zumindest wird danach nicht mehr kalt. So, wir sind jetzt kurz vor der Felsenburg. Die ist im Guinness-Buch der Rekorde, weil es die größte seiner Art ist. Oh, das sind ganz miese Zeiten, da ich mit diesem ganzen scheiß Berg wieder hoch. Weil es gibt irgendwie nur einen Weg zurück und das ist der genau hier, den ich jetzt fahre. Und das ist ganz schön viel Berg, den ich jetzt schon runtergerollt bin. So, also das ist die berühmte Felsenburg. Und die gilt als unzerstörbar. Da wurde bald schon mal eine Belagerung gemacht, über ein Jahr. Und es gibt ganz, ganz viele Tunnel, worunter sich dann der damalige Ritter auch komplett versorgen konnte. Die ist schon über 800 Jahre alt, im 12. Jahrhundert, das ist schon krass. Echt krasse Baukunst, da reinzubauen. So, für den Berg zurück habe ich Zuri schon mal vorsorglich aussteigen lassen. Weil die macht das ja super und 20 Kilo, die merkt man schon. Kann ich ein bisschen Akku sparen, weil ich habe noch 6 Kilometer. Ich muss noch ein Café finden, wo ich aufladen kann. Mal gucken. Ha, tada! Und eine Bar gefunden. Perfekt, hier können wir Akku laden und einen Kaffee trinken. So, wir haben jetzt genüsslichen Cappuccino und einen Orangensaft getrunken. Und ungefähr eine Stunde gewartet. Nett, Zuri. Und jetzt haben wir hoffentlich genug Akku, um in die nächste Stadt zu kommen. Wo wir dringend einkaufen müssen, weil die Zuri hat kein Futter mehr und ich auch nicht. Wow, für die nächsten 7 Kilometer 8% Abfahrt. Das ist echt scheiße, wenn man in die andere Richtung muss. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber es ist ganz komisch. Komoot möchte, dass ich die blaue Strecke fahre, um auf den Ort 3 zu kommen. Und ich bin der rote Punkt. Seht ihr, wo ich gerade bin? Ich bin echt gespannt, ob ich da hochkomme. Also ich meine, ich musste nicht unbedingt mitnehmen den Ort, aber das ist ein Ort, wo ich vermutlich einen Supermarkt finde. Und es ist schon krass, dass der mir sagt, dass ich diese ganz so krassen Umweg fahren soll. Also sehr, sehr erstaunlich. Naja, mal gucken. Kommen wir so langsam in die Weinregion Slowenien. Das ist ganz süß hier. Ich habe sogar schon Palmen gesehen in Slowenien. Umkehren, umkehren, umkehren. Ich kehre nicht um. Oh, oh, die Berge. Zuri, siehst du die Berge? Wow. Ho, ho, ho. Sieht das schön aus. Ja, wir halten an dieser Kreuzung umkehren auf 444. Ah, warum soll ich denn ständig umkehren? Als ob ich die 30 Kilometer Berg wieder hochfahre, die ich heute schon runtergefahren bin. Es gibt hier tatsächlich einen Supermarkt, um auf Nummer sicher zu gehen, falls wir in diesen einen Ort doch nicht kommen, weshalb auch immer, gehen wir hier mal einkaufen. Ich will mich jetzt
Kilometer im Kreis schicken, um wieder in die gleiche Stadt zu kommen. Ich frage mich wirklich, was da los ist. Die Burgruine da oben? Schon einige in Slowenien gesehen. Die alle vom Krieg zerstört wurden oder ob das schon älter ist. So, schauen wir uns mal die Stadt an. Ist ja ganz niedlich. Ja, und hier ist nochmal ein größerer Supermarkt. Können wir mal einkaufen. Der andere war super mini klein. Vielleicht 4 Quadratmeter. Ich bin überrascht, dass die sogar alle Supermärkte hier ein Bioregal haben, egal wie groß die sind. Alles voller Zucchini. Schon echt schöne Region hier. Zuri, komm her. Und super niedliches Dorf da oben. Man sieht halt echt die mediterranen Einflüsse. Das ist krass, wie unterschiedlich das ist. Weil Ljubljana war ja echt voll österreichisch. Und hier sieht schon alles ganz anders aus. Einmal über den Berg drüber, bam. So, das wird der Schlafplatz für heute Nacht. Ich hatte echt keine Lust mehr. Es waren jetzt echt, was sagt er, 61 Kilometer hoch und runter. Und dann haben wir lieber noch einen gemütlichen, schönen Abend. Das ist hier eigentlich direkt in einer großen Straße, aber es ist hier irgendwie 3. Reihe. Davor sind noch Weinfelder, also das ist echt gut hier. Also hier wird niemand hinkommen. So, schön. Das ist schon krass. In Slowenien ist es so einfach, einen Platz zu finden zum Schlafen. Das ist ja in keinem anderen Land. So viel grüne Natur. Du Süße, ja. Jetzt ist Kuschelzeit. Kuschelzeit. So, 9 Uhr, der Himmel ist wolkenlos, es ist super warm schon. Bin mal gespannt, wie weit ich heute komme. Oh, Fahrschule, auch nicht schlecht. Auf jeden Fall geht es heute nach Trieste. Dann mal sehen, ob ich noch weiterfahre oder ob ich dort einen Couchsurfer finde oder einen Campingplatz. Oder ob wir heute sogar schon bis nach Kroatien kommen. Es hängt auch alles davon ab, wie sehr ich meine Batterien laden kann, weil die Akkus sind ziemlich hin. Selbst mein Handy und meine Powerbanks sind mittlerweile alle. Und ich musste ja gestern schon über meinen Laptop mein Handy wieder laden, weil der hat natürlich noch Strom. Deshalb wäre irgendwo eine längere Zeit eine Steckdose nichts verkehrt. Wein, 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 slowenischer Wein, slowenischer Wein. Oh, ein Berg. Ich habe nicht mehr so viel Akku. Schauen wir mal, wie weit wir mit Eco kommen. So, niedrigster Gang erreicht, jetzt geht's hoch. Na gut. So, jetzt verkürzt sich meine Tagesroute etwas, weil ich werde jetzt auf direktem Wege nach Trieste fahren, weil irgendwie meine E-Bike-Schaltung nicht mehr funktioniert. Also man muss sehr lange warten und sehr oft drücken und irgendwann verschiebt es mal einen. Es gibt jetzt noch einen Berg. Ich hoffe, danach geht es nur noch runter. Ich bin jetzt auf Sport und ich hoffe, dass ich das mit Sport schaffe. Und dass der das in Trieste fixen kann. Weil sonst wird es echt ein bisschen blöd. So, jetzt soll es eigentlich nur noch flach nach Italien gehen. Also noch 10 Kilometer ungefähr, dann sind wir in Trieste. Ich glaube, wir fahren jetzt tatsächlich einen Feldweg nach Italien. Das ist irgendwie ziemlich cool.
Wo das Gepflasterte aufhört, hört Slowenien auf. Und jetzt sind wir in Italien. Rechts. So ist fein. Also Komod führt mich jetzt einen Wanderweg lang. Ich hoffe, dass ich hier mit dem Fahrrad durchkomme. Weil der ist doch hier ein bisschen ruppiger. Ja, das ist schon ein ganz schöner Ausblick auf Slowenien. Die Straße hier gegen nicht so. Oh, die ist auch irgendwie ganz schön lang. Oh, ich habe das Gefühl, die Steine werden auch immer größer. Das macht das Fahren ein bisschen schwieriger. Das ist ja schon ganz schön hier. Oh. Ich gehe den ganzen Berg wieder rund und da ist das Meer. Oh, Zuri, siehst du das Meer? Krass. Wahnsinn. Ich würde mich eigentlich über diese Strecke aufregen, aber das ist ja wunderschön. Wow. Oh, das Meer wird unser neuer Freund die nächsten Wochen. Krass. Da unten ist Trieste. Und Kroatien. Nee, Slowenien noch mal ein bisschen. Und unser Ziel, der Fahrradhändler, liegt 4 Kilometer entfernt. Hoffen wir mal, dass das funktioniert. Also die Wege werden steiler und unfahrbarer für mein Geschoss. Aber wir kommen da runter. Halb zu Fuß, wenn notwendig. Das ist schon hier nicht so der einfachste Weg. Wie kommt denn Komod da drauf, dass das ein Fahrradweg ist? Ich verstehe das echt nicht. Oh, ich habe noch nicht mal Mountainbike-Weg angegeben. Fahrradfahren, ganz normal Fahrradfahren. Der Weg wird noch beschissener und noch steiniger. Aber ich glaube, er ist nicht mehr so ganz weit. Vielleicht noch ein paar 100 Meter. Hier erlebt man schon Sachen, Zuri, ja? Naja, kam ich zumindest mal in den Genuss, auch in Italien einen Wanderweg genutzt zu haben. Habe ich ja ganz ausgelassen. Alles wieder nachgeholt. Ist ja nicht dieses Lied? Ich gehe kleiner Laterne spazieren und meine Laterne mit mir. Ich gehe mit meinem Fahrrad spazieren und mein Fahrrad mit mir. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das sieht zivilisiert aus. Heute ist Trieste. Also den Wanderweg haben wir geschafft, meine ich. Jetzt wollen wir noch ein bisschen italienische Stadt. Das ist ja auch immer nicht so das Einfachste. Es war schön, die Slowenen waren sehr, sehr achtsame Autofahrer. Bisschen wie die Schweizer. Ganz anders als die Italiener. Wo echt immer aufpassen muss, dass die einen nicht streifen beim Überholen. Da unten ist sie, die normale Straße. Boah, das sind echt super steile Berge hier. Aber die Aussicht schon schön. Oh, jetzt. Da quält sich auch die Post hoch. Oh, ich freue mich, wenn ich unten angekommen bin. Oh. Das ist echt. Und dass ich auch nicht in die andere Richtung muss. Das sind ja was? 30% Steigung. Das ist ja schon heftig. Also fahrt nicht auf dieser Route von Trieste nach Slowenien. Ich sag's euch. Kommt ihr nie an. Vielleicht beim Schieben. Wandern. Wandern würde ich euch empfehlen. Da gibt es einen guten Wanderweg. Oh, ich habe das Gefühl, meine Bremsen sind durch. Nach diesem Abgang hier. Naja, hat er noch was zu überprüfen. Machen wir wieder volle Inspektion. Oder wie das heißt. Oh, jetzt wieder Pflastersteine. Oh. Das ist immer super schwer, das Handy-Display zu lesen, wenn es so sonnig ist. Jetzt bin ich zu weit den Berg runtergefahren. Und das Miese ist, dass ich jetzt im Eco-Mode wieder zurück muss, weil die Schaltung auf Eco hängt. Das ist hier super stressig. Das ist alles berghoch und runter und klein und eng. Oh, fuck. Oh. Okay. Oh, verkeilt. Can you help me? Bitte.
ja alle ganz schön unfreundlich, Suri. Ah. Thank you. Thank you. Where? How do I go there? Đây đó. There? Sì. Okay. Ma piano che... I can change bar. I don't have it in house and I need to order, but we are like, I don't know when. So it's not possible to get it fast. No. Ich habe jetzt die Adresse bekommen von einem slowenischen Händler, 10 Kilometer von hier oder 10 Kilometer von der Grenze, der eventuell das reparieren kann mit der Bosch-Schaltung oder die austauschen kann, der vielleicht eine vorrätig hat und vielleicht auch meine Bremsen machen kann, weil ich glaube, dass die nach dem Berg einfach durch sind. Aber ich bin echt fix und fertig und alle meine Batterien sind alle, mein Fahrrad hat noch 5 Kilometer Rest oder so und mein Handy auch 10% und ich bin auch echt fix und fertig, weil das war echt anstrengend. Und jetzt trinke ich in Trieste einen Cappuccino. Der wurde hier erfunden, haben mir die Italiener gesagt. Und der soll in Trieste, der Cappuccino, ganz anders sein als im Rest Italien oder der Welt. Und ich bin sehr gespannt. Ich kann auch nicht so richtig einen Unterschied ausmachen, aber vielleicht sind das auch die Nuancen, wie die Weinkenner, die dann auch die Unterschiede ausmachen können. Ich war jetzt 2,5 Stunden dort, habe ein bisschen was am Laptop gemacht. Ich lasse mich heute nicht mehr stressen. Ich werde jetzt noch Pizza essen gehen. Ein gutes italienisches Eis. Und dann gucke ich mir die Stadt hier an und fahre auf den Campingplatz danach. Und morgen fahre ich zum slowenischen Bike Shop. Das Gute an Italien ist, ne, Zürich, dass es wieder Hundeeis gibt. Oh, Hundeeis für die Zürich. Für mich natürlich auch. Mit was könnten wir uns besser von Italien verabschieden als mit einem Aperol Spritz und mit Pizza, ne? Zürich siehst du auch so. Oh. Ist auch einen echt schönen Platz ausgesucht. Dann ich frage mich tatsächlich nur, für was ich 2 Strohhalme brauche. Ich meine, voll die Plastikverschwendung. Eigentlich brauche ich gar keinen. Echt schade. Boah, geht mir wieder nur berghoch. Das ist echt immer schwierig hier. Zum einen funktioniert mal wieder meine Schaltung nicht. Das heißt, ich muss hier jetzt irgendwie ohne Turbo hochkommen. Dann sind alles ständig Einbahnstraßen. Ganz schnell habe ich mich verfahren. Dann versuche ich über die Bürgersteige die Einbahnstraßen reinzufahren. Dann sind sie so hoch, dass ich nicht mehr runterkomme. Weil einmal ist mir der Wagen schon umgekippt. Oh. Gott, ey, das ist hier immer ein Abenteuer. Mies ist tatsächlich, wenn der Schalter auf der Hauptstraße nicht funktioniert und auf dem Berg auf der Hauptstraße. Das sind echt fette Straßen, die ich überqueren muss oder durchfahren muss. Das ist echt nichts für Anfänger hier. Wie können die denn so viele Berge am Meer haben? Ich verstehe das gar nicht und wie steil die sind. Das ist unglaublich. Oh fuck. Ich glaube, die komme ich noch nicht mal hochgefahren. Oh. Fuck. Das ist doch nichts für Radfahrer. Oh. Schieben wir den Rest. Oh Gott. Das ist unmöglich hier. Es wäre echt gut, wenn man bei Komoot einstellen könnte. Keine Berge über, was weiß ich, 10% oder so oder 15%. Das wäre echt ein Traum. Oh. Das kannst du doch nicht. Das ist keine E-Bike-Kette.
keine Chance. Guck dir das mal an, das geht doch weiter. Das ist doch... Das macht doch keinen Spaß. Der Berg geht noch weiter. Ich muss jetzt hochschieben. Das klappt nicht. Blöd, dass ich gestern noch meinen Fuß verletzt habe. Das heißt eigentlich mit einem Fuß gar nicht laufen kann. Naja, heute kommt alles zusammen. Guckt euch das mal an, der nächste Berg schon wieder. Ich muss jetzt schieben. Das Schieben läuft doch so ab, dass ich die Schiebehilfe nehme und auf dem Fahrrad laufe. Weil so geschoben kriege ich das nicht. Das ist zu schwer. Das kleine Mini-Schrittchen bedeutet. Ich habe das Gefühl, der Berg wird immer steiler. Ich meine, das ist doch kein Berg. Das schaffe ich doch nie. Jetzt bin ich auf dem höchsten Berg und jetzt muss ich gleich diese ganzen Berge irgendwie auf der anderen Seite wieder runter. Und zu meinem Glück habe ich mich vorgestern so ein bisschen in meinem Fuß verletzt, also ist so ein bisschen aufgeschabt und dadurch kann ich nicht mehr so richtig laufen, weil das weh tut. Habe ich ein Pflaster drauf geklebt, dann ging's. Das Pflaster aber so verrutscht, dass es noch viel mehr weh tut und ich glaube, mir sämtliche Sachen sonst noch aufgeschubert hat. Dass es jetzt tatsächlich noch Grundstücke gibt, die unbebaut sind. Mit so einer krassen Aussicht. Na gut, 3 Kilometer bergab.